Herr Sanchez, Sie haben uns sehr ausführlich und leidenschaftlich Ihre Sicht dargelegt. Der Antrag auf Feststellung einer Scheinehe wird daher abgewiesen. Ist er umgezogen? Nein, er ist aus Düsseldorf abgedampft. Das hat der Axel den Rest gegeben. Ich werde die Zeit auf jeden Fall nutzen, um ihm zu zeigen, dass wir einfach immer noch zusammengehören. Vielleicht war ich ja ein bisschen zu vorschnell in meinem Urteil. Sie haben ein paar überraschende Seiten. So ein kleiner Wunder. Die glaubst du schon noch, oder? Klitzekleiner. Sind Sie heute nicht in Stimmung? Mir wurde zugetragen, dass Sie normalerweise keinerlei Berührungsängste bei Callgirls haben. Das ist normalerweise sicherlich richtig. Ich habe allerdings den Verdacht, dass heute kein ganz normaler Tag ist. Sie müssen mich da mit jemandem verwechseln. Was machst du hier? Was ich hier mache? Die Frage ist doch ja, was machst du hier? Können wir da später drüber sprechen, bitte? Auf gar keinen Fall. Du erklärst mir das jetzt, hier, sofort. Und denken Sie dran, für jeden einzelnen Euro, den Sie das Budget überziehen wollen, legen Sie mir persönlich Rechenschaft ab. Den Weg sollten Sie sich und mir besser ersparen. Ja, die Klassiklinie und Juri Adams Innovativlinie sind nach wie vor die Säulen von LCL und deshalb bekommen sie auch den größten Teil des Budgets. Und was für ein Budget bekomme ich? Budget wofür? LCL setzt doch neue Trends. Also will ich mit extravagant gefärbten Pelzen an den Markt gehen. Das wäre doch mega geil. Ich weiß Ihr Engagement zu schätzen, aber das Budget steht und bunte Pelze sind nicht drin vorgesehen. Ich weiß, wir hatten einen sehr hohen Aufwand für den Fashion Day in Riga, aber ich bin mir sicher, es wird sich mehr als auszahlen. Jetzt können Sie weiterarbeiten. Verstehe. Wir besprechen das Budget für meine Pelzkollektion dann gleich noch gesondert. Nein, das haben wir bereits gerade getan. Bitte? Ich erwarte ein Budget, das mindestens 5-stellig ist. Nee, 6. 7-stellig. Ach, ist ja auch egal. Ich bespreche das einfach gleich mit Ansgar von Lahnstein. Tun Sie das. Der wird Ihnen das Gleiche sagen, wenn Sie uns jetzt entschuldigen. Sie haben meinem Vater eine Kooperation vorgeschlagen mit meiner Fur Fair Trade. Faire Pelze aus fairer Haltung. Wir wollten eine gemeinsame Kollektion rausbringen. Wie sollen die durchstarten ohne Kohle? Tanja, ich finde jetzt die Idee gar nicht so schlecht. Ich meine, damit könnte LCL neue Akzente setzen. Mein Gott, wie soll man denn ohne Budget irgendetwas zustande bringen hier? LCL hat keinerlei Erfahrung mit Pelzmode und ich werde keinen Cent dafür locker machen, solange ich nicht weiß, wie die Kunden darauf reagieren. Ihr Vorschlag ist wirklich sehr niedlich. Das wär's dann aber auch. Ich arbeite in dieser Agentur, weil ich einfach seit einem Jahr mehr Geld brauche, als ich mit einem normalen Job verdienen würde. Ja, aber warum? Bist du süchtig? Koks, Spiele, Schuhe? Ich meine, Eva, wenn du Geld brauchst, egal welche Summe, darüber können wir reden. Du musst das hier nicht machen. Komm, lass uns woanders darüber weitersprechen. Moment. Ich kann ja nicht einfach weg. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja, natürlich kannst du. Nein, ich bin gebucht für diesen Abend. Ja, das regel ich für dich. Jetzt lass uns endlich hier verschwinden. Ansgar, es geht nicht nur um diesen einen Auftrag. Ich habe einen Job. Ein Job? Ein Job als Prostituierte? Sie haben wirklich einen exzellenten Geschmack. Nur leider muss ich Sie enttäuschen. Jasmina buche ich grundsätzlich immer nur für mich allein. Eva, bitte. Eva. Amüsieren Sie sich gut. Stehen ja noch genügend andere Damen zur Verfügung. Bitte.
you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. Gewöhn dich gar nicht erst wieder dran. Sobald der Wagen wieder fit ist, bin ich so schnell wie möglich hier weg. Ach komm schon, das sollte vielleicht so sein. Dass du es bis nach Paris nicht geschafft hast, ist vielleicht ein Zeichen. Was ist denn daran bitte ein Zeichen? Das war Sabotage von Martha, um Kim einen Gefallen zu tun. Hey, Kim, na, kann ich dir helfen? Ja, gerne. Und das auch noch. Es war ein Reflex. So, wollen mich hier alle verarschen? Hier. Ja. Na, wo hast du das Teil denn her? Ist das von der Mount Everest-Expedition Erstbesteigung? Emilio, ich weiß, ich kann dich nicht zwingen, mit mir zu reden, aber ich will, dass du mir ganz kurz zuhörst. Als du mich mit Martha betrogen hast, da hast du alles mit Füßen getreten, was wir hatten. Ja, ich habe viel heftiger nachgetreten. Du wärst meinetwegen fast ausgewiesen worden, aber ich weiß jetzt, wir gehören einfach zusammen. Du und ich. Und auch wenn du mich ignorierst, ich bleibe hier bei dir, bis du mir verzeihst. Gut. Hallo, Hi. Hier gibt's die besten Burritos Düsseldorfs, ganz frisch zubereitet vom tollsten Verkäufer Düsseldorfs, mein Ehemann. Er ist auch ein bisschen stur. Ich bin hier, damit er mir verzeiht. Hey, du, Entschuldigung, hast du hier schon mal ein Burrito gegessen? Die sind sau lecker, musst du unbedingt mal machen. Die macht nämlich mein Ehemann. Leider ist er auch ziemlich sauer auf mich. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Das ist echt Wissen, oder? Ja. Naja, ich drück dir beide Daumen. Ja, also hier die 3 Abendkleider. Ein bisschen mehr Bling-Bling als sonst, aber ich dachte, der anstrebende Markt ist dafür offen. Diese verwöhnte Zicke schafft es nicht mal, sich selbst einen Kaffee zu ziehen, aber sich in die Budgetsitzung einmischen. Die Maschine, die spinnt schon seit Tagen. Wir brauchen dringend eine neue. Oh mein Gott, ich habe mir einen Nagel eingerissen. Jetzt verklagt sie uns bestimmt auf 3 Millionen Schadensersatz mindestens. Aber Ihre Idee mit den veredelten Pelzen finde ich nicht schlecht. Würde bestimmt einschlagen wie eine Bombe. Aus meiner Zeit in New York weiß ich, dass das in Avantgarde-Kreisen total angesagt Wir machen aber keine Mode für Avantgarde. Und du freust dich jetzt lieber, dass du den Löwenanteil des Budgets eingefahren hast. Ja? Also zeig her. Ja, also wie gesagt, das ist eine Variation von einem Abendkleid aus der alten Kollektion. Aber mit rückenfrei und mehr Dekolleté und ein bisschen Shishi. Ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Ja, auch hier habe ich versucht, den Geschmack der Osteuropäerinnen zu treffen. Bisschen overdressed, aber trotzdem mit Stil und Eleganz. Ja, wie man es von der klassischen Linie erwartet. Sieht so aus, als hättest du deine Schaffenskrise überwunden. Gut. Tanja, ich habe eigentlich noch ganz viele Ideen im Kopf. Also auch Entwürfe, die ein bisschen wilder und innovativer sind. Nochmal, für wild und innovativ ist Jure zuständig, du für die klassischen Entwürfe wie gehabt. Ich liebe die Klassiklinie, aber ich hätte einfach so Lust auf eine neue Herausforderung. Dann sieh's doch so, etwas Frisches und Neues in eng gesteckten Grenzen zu finden, das ist eine Herausforderung. Ein bisschen mehr kreativer Freiraum würde mir wirklich gut tun. Rebecca, ich jongliere hier jeden Tag mit einem chaotischen Design-Genie, mit einer verwöhnten It-Göre. Tu mir den Gefallen, mach du wenigstens deinen Job anständig. Papa, du glaubst nicht, was gerade bei LCL passiert ist. Liebes, hat das etwas mit unserem Deal zu tun? Ja. Also es gab gerade ein Meeting über die Budgets. Und ich habe vorgeschlagen, mit gefärbten Pelzen an den Markt zu gehen. Papa, wenn die darauf eingehen, dann ist die Klitsche hier bald Gold wert. Es reicht, wenn sie mir die 90 Millionen einbringt, die die Ladenstands mir schulden. 90 Millionen. Papa, der Laden bringt bald das 10-fache ein.
Und weil die Investition in eine Pelzkollektion alle liquiden Mittel langfristig bindet, bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als uns die Firma zu überschreiben. Dann hat Tanja deinen Vorschlag angenommen? Ja, nein, Tanja sperrt sich irgendwie noch. Aber diese andere Designerin, Rebecca, die hat... Was ist mit Ansgar von Lahnstein? Den habe ich noch nicht gefragt. Das heißt also, du hast nichts in der Hand, außer einer hochtrabenden Idee? Papa, also wenn Tanja darauf eingeht, dann haben wir... Zukunftsmusik. Wir reden darüber, sobald du wirklich einen Erfolg zu verbuchen hast. Und, Liebes, wenn du das Geschäft in den Sand setzt und ich auf die 90 Millionen verzichten muss, bin ich wirklich enttäuscht. Sehr enttäuscht. Vergiss das nicht. Papa, ich hab... Hände waschen. Kim liebt Emilio.de. Entschuldigung? Ja? Könnten Sie vielleicht meine Webseite besuchen und für mich abstimmen? Und zwar, wenn Sie der Meinung sind, dass mein Mann und ich nicht zusammengehören, dann klicken Sie bitte auf Ja. Ich gehe online und guck's mir mal an. Entschuldigung, kann ich euch mal was fragen? Also, mal angenommen, ihr seid in jemanden verliebt, aber nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Und dann habt ihr es endlich geschafft, mit eurem Traummann zusammen zu sein. Dann habt ihr es aber so versemmelt, dass ihr euch nicht mal mehr im Spiegel anschauen könnt. Wenn ihr das kennt, dann geht bitte auf meine Webseite und lest euch mal meine ganze Story durch. Das ist wirklich wichtig. Ich glaub's ja nicht. Sag mal, willst du mich komplett verarschen? Wieso? Ich beweise dir, dass ich's ernst meine. Ach, indem du dich vor aller Welt zum Vollidioten machst und mich gleich mit? Ich liebe dich. Wenn dir das peinlich ist, mir nicht. Ich stehe dazu. Ach, du stehst dazu. Du hättest mal vor Gericht dazu stehen sollen. Du hast mir vorgeworfen, dass ich dich aus reiner Berechnung geheiratet habe. Weißt du was, spar dir diese ganze Show. Das ist keine Show. Wir gehören zusammen, okay? Und wenn du mir nicht glaubst, dann vielleicht den ganzen anderen Leuten, die das genauso sehen werden wie ich. Was haben denn die anderen Leute mit uns zu tun? Wo erkennen die uns denn bitte? Das ist doch der völlige Schwachsinn. Aber weißt du was? Mach deinen Scheiß. Hm? Hallo. Hallo. Sind Sie verheiratet? Ja. Sehr gut, ich nehme mich auch. Und mir bedeutet das unheimlich viel, weil ich meinen Mann über alles liebe. Schätzchen, mir ist heute gerade nicht so nach Gesellschaft zumute, aber vielen Dank. Ich habe mir vorgestellt, dass es ziemlich schwierig ist, so einen verantwortungsvollen Job zu machen. Ist das so? Endlich. Ich meine nicht, dass ich auf die braune Brühe besonders scharf wäre, aber es ist ja wohl das Kaffee-ähnlichste, was man im Umkreis kriegen kann. Hallo, mein Schatz. Na, wie sieht's aus? Können wir los? Bist du sehr böse, wenn wir das Kino verschieben? So, fertig? Weißt du was? Dann machen wir doch am besten das Alternativprogramm. Sofa, ganz viel Sushi. Perfekt. Wer hat dich heute geärgert? Juri oder Tanja? Oder beide zusammen? Ach, das alte Lied. Keine Experimente bei meiner Kollektion. Ich finde deine Entwürfe heiß. Sehr heiß. Rate mal, wen ich mir darin vorgestellt habe. Ja, aber Tanja ist weiterhin für Gewaltenteilung. Rebecca, ich mache mir Sorgen um dich. Ich will einfach nicht, dass du gleich wieder flach liegst. Bitte pass auf dich auf. Ja, ich weiß. Es ist nur so, ich denke dran, als ich aus New York zurückgekommen bin, weißt du, da wollte ich neue Trends setzen. Und wild und schrill. Und was ist davon übrig geblieben? Hey, jetzt holen wir uns erstmal das Sushi aufs Sofa.
Und was davon übrig bleibt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Nichts. Außer ein paar Tropfen Sojasauce. Ich schaff das. Mit Geduld und Durchhaltevermögen. Ja, bekanntlich eine deiner größten Tugenden. Also findest du nicht, dass deine ganze Aktion hier irgendwie ein bisschen plakativ ist? Natürlich ist sie das. Voll auf die 12. Aber die ganze Show hier eine Nummer kleiner wäre auch nicht angebracht. Nach dem Bock, den du vor Gericht abgeschossen hast. Ja, eben. Oh. Ich habe mich schon gefühlt 100 Mal bei Emilio entschuldigt, aber keine Chance. Der ist genauso stur wie ich. Na, aber muss man nicht hoffen, sonst zieht sich das hier noch ewig hin. Das ist mir egal. Ich bleib so lange, bis er mir verziehen hat. Oder bis du weggeweht wirst. Es soll nämlich heute Abend Sturmböen geben. Ist aber alles fest. Das ist kein Grund zum Abbrechen. Habt ihr schon meine Webseite gesehen? Schaut mal. 100 Leute haben schon auf Gefällt mir geklickt. Und das heißt, so viele Leute wollen, dass Emilio mir noch eine Chance gibt. Wie? Du lässt die Allgemeinheit darüber abstimmen? Tja, das ist alles Psychologie. Ach, tatsächlich, ja? Na, das erklär mir doch dann bitte mal. Er wird sich vielleicht irgendwann fragen, ob er nicht doch falsch liegt, wenn alle Leute auf meiner Seite sind. Müssen wir wieder zum Friseur, oder? Dein kleiner Bruder hat Hunger. Oh. Komm, wir gehen noch mal. Hey, übertreib es nicht, ja? Und wenn irgendwas ist, dann würde ich dich echt bitten, nach Hause zu kommen. Mama, eben nicht. Genau das erwartet Emilio doch, dass ich jetzt hier alles abbreche. Genauso wie ich vom Imbisswagen nach Königsbrunn gezogen bin. Weil mir der Luxus wichtiger war als unser gemeinsames Leben. Da würde er bestimmt nicht drauf kommen. Viel Glück. Was schreit er denn so? Ich weiß auch nicht. Ey, was soll denn das? Du, ich mache jetzt Feierabend, aber du kommst bestimmt bestens ohne Strom zurecht, ja? Reiß dich zusammen, du verdammter Idiot. Ups. Ich hoffe, ich komme nicht zu spooky rüber. Mann, wieso? Naja, weil ich hier so rumlaufe, im Pelz, mit nichts drunter. Aber ich liebe einfach dieses Gefühl auf nackter Haut. Geht Ihnen das auch so? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das müssen Sie. Manchmal reicht's schon, wenn ich mich so ein bisschen bewege da drin. So ganz leicht. Sie bedienen sich da übrigens an meinem erklärten Lieblingseis. Nee, echt? Ich war total geflasht, als ich das hier gefunden habe. John & Sneaker, wie cool ist das denn? Das habe ich bis jetzt nur in New York gesehen. Ist es auch her. Wie, was wann exportieren die denn? Gar nicht. Justus lässt mir einmal im Monat 10 von den Dingern einfliegen. Ich weiß, das ist total dekadent, aber ich weiß nicht, seit ich in New York war, bin ich süchtig. John & Sneaker sind Götter. All-time favorite. Lemongrass Ginger mit ganzen Kumquats. Oh, so lecker. Das ist mein zweiter Favorite. Nach dem Rosmarin-Apfelsorbet. Yummy, das war mein absolutes Must-Have nach jedem Besuch bei diesem kleinen Italiener um die Ecke. Das war so süß. Die haben noch richtig auf Familie gemacht und so. Ja,
Den kenne ich auch. Ich habe da um die Ecke gearbeitet. Oh, krass. Die Besitzerin, die war super nett, ne? Aber total schwerhörig. Ja, total, an die erinnere ich mich noch. Boah, der Name liegt mir auf der Zunge. Mama Maria. Genau. So haben sie zumindest alle genannt. Krass, ey, da habe ich schon so lange nicht mehr dran gedacht. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten, Jasmina? Später vielleicht. Jetzt möchte ich was anderes. Hm? Feueralarm. Ich darf doch nicht riskieren, dass Ihnen etwas passiert. Hm? Ja, ist besetzt. Hey, komm schon, ich konnte doch nicht einfach so zusehen, wie Kim sich mit dem ganzen Quatsch abmüht. Ganz ehrlich, warum hilfst du ihr? Du bist doch mein Freund, dachte ich. Aber eigentlich gar nicht so schlecht, dass du da bist. Setz dich. Weißt du, ich will ja so schnell wie möglich weg hier. Und bis ich die Kohle für die Hinterachse von Kim bekomme, dauert das ewig. Und Martha hat das Geld auch nicht. Also wenn du mich jetzt anpumpen willst, das ist ein ganz schlechtes Timing. Nein, das will ich überhaupt nicht. Ich will, dass du dir einfach mal die Achse ansiehst. Du schraubst so viel an deinem Wagen rum. Vielleicht kannst du mir einfach helfen. Und neben der Bezahlung gibt es freie Verpflegung à la carte. Hm? Das ist unfair. Also? Ich guck's mir mal an. Danke. Du, sag mal, die Aktion von Kim vorhin, fandst du die nicht auch ein klein bisschen cool? Ich meine, sie macht sich für dich voll zum Obst. Nein, das macht sie gar nicht. Sie macht sich zum Opfer. Die arme, verlassene Ehefrau, der man endlich verzeihen soll. Diese ganze Show in der Öffentlichkeit. Ich kann da einfach keine wahren Gefühle erkennen, aber das passt zu ihr. Sie will im Mittelpunkt stehen und ich glaube, die Aktion selber findet sie super cool. Trotzdem, so freiwillig Tag und Nacht in einem schrabbeligen Zelt zu verbringen, obwohl man den ganzen Luxus von Königsbrunn gewohnt ist? Sobald es anfängt zu regnen, ist sie schneller wieder zu Hause, als du dein erstes Feierabendbier öffnen kannst. Und was ist, wenn sie es wirklich durchzieht? Nie im Leben. Ist viel zu anstrengend. Hey, Lini. Du, ich habe eine Frage. Kann ich vielleicht bei euch meinen Akku aufladen? Geht das? Klar. Siehst du, 1 Stunde ohne Strom und schon sind die ganzen guten Vorsätze wieder vergessen. Hast du vielleicht eine Decke für mich? Weil heute Nacht soll es ziemlich stürmisch werden. Wie war das mit dem Bier aufmachen? So viel kann ich ja nicht mal trinken. Dann kennen Sie doch bestimmt auch diesen abgefahrenen Laden im Meat District, oder? Der vorher im Beerdigungsinstitut war. Na klar. Erinnerst du dich noch an diesen DJ? Boah, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber der hat den Spitzenbody. Oh Gott, jetzt bin ich gerade ins Du gerutscht. Entschuldigung. Ach, ist überhaupt kein Problem. Also von mir aus können wir dabei bleiben. Okay. Du, aber darauf müssen wir anstoßen. Wo hat denn euer lustiger Pinguin den Champagner versteckt? Einen Moment, bitte. Ich hatte in meiner Zeit in New York übrigens auch mal was mit einer Frau. Meine heißeste Affäre ever. Du erinnerst mich an sie. Was ich mir von den Amis abgeguckt habe, ist auf jeden Fall, sich was zu trauen. Ich meine, wenn man nie was wagt, dann kann man ja nur im Mittelmaß versumpfen. Mhm. Die Designer in Manhattan, die stehen einfach voll im Saft, weißt du? Die sind wild, schrill, hungrig, nicht so wie hier. Ja, als ich damals zurückgekommen bin, da wollte ich auch den deutschen Modemarkt revolutionieren. Und jetzt
Jetzt entwerfe ich Sachen für elegante, stilvolle Damen mit fettem Bankkonto. Ja, ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber weißt du, manchmal da wünschst du dir dieses freie Lebensgefühl zurück. Tja, du kannst den Wunsch danach unterdrücken, aber hey, das lässt dich nicht mehr los. Das ist genau wie bei mir mit meinen gefärbten Pelzen. Ich weiß einfach, dass das der Burner wäre. Hey, hier bist du. Ich muss eingeschlafen sein. Ich dachte, du wolltest nur schnell Chips holen. Sorry, wir haben uns total verquatscht. Aber ich komme ins Bett. Ja, tut mir leid, dass ich dich so lange festgehalten habe. Ich gehe dann mal. Wisst ihr was? Habt ihr noch Champagner übrig? Supi. Ich bin gleich wieder da. Ich ziehe mir jetzt doch mal kurz was drunter. Der kleine Hosenscheißer schläft tief und fest. Schön. Oh, Thomas, jetzt mach doch endlich mal diese Kamera aus. Wieso denn? Ja, du bist irgendwie nur noch am Filmen. Alles. Weißt du, woran das liegt? Dass du so unglaublich unwiderstehlich aussiehst. Na dann, gute Nacht. Der Rest ist nämlich jetzt nicht mehr für die Öffentlichkeit bestimmt. Wir unterbrechen unser Programm für eine kurze Meldung. Für den Bereich Düsseldorf gibt es eine Unwetterwarnung. Also, bleiben Sie lieber gemütlich zu Hause und hören Sie weiter Jazz for Lovers. Kim ist ganz alleine da draußen. Kennst doch diese Wetterfuzis. Merkst du irgendwas von einem Unwetter? Igitt, ich habe hier drin eine Spinne gesehen und nein. Das Zelt wackelt wie verrückt und gleich fliegt mir bestimmt alles um die Ohren. Wie viel Windstärke hält das Ding wohl aus? Aber aufgeben ist keine Option. Was soll denn passieren? Sie hat doch uns erzählt. Hey, die mobile Wolfshöhle. Die hat schon so manchem Sturm getrotzt. Von draußen und von drinnen. Na eben, die hat nämlich ganz schön gelitten. Wenn das mit Emilie und Kim noch was werden soll, dann muss sie da jetzt durch. Ohne unsere Hilfe. Jetzt komm mal her. Entspann dich doch mal. Danke, dass du mich reingelassen hast. Kein Problem, es würde ja an unterlassener Hilfeleistung grenzen. Und ich habe keine Lust, dass du mich wieder vor Gericht zehrst. Du kannst heute Nacht erst mal hier bleiben, aber ich will von dir nichts hören und nichts sehen, verstanden? Also halt dich von mir fern. Jetzt kannst du gleich zurück zu deinen Spinnenfreunden. Du hast meinen Blog gelesen? Das hat nichts zu sagen.
hinterlassen Sie eine Nachricht. Eva hier. Ich würde gerne noch mal mit dir reden. Über alles. Vielleicht kannst du es dann ja verstehen. Ich hab dir nichts vorgemacht. Das zwischen uns, das war... Das zwischen uns ist was ganz Besonderes. Und vielleicht... Zum Beispiel Russinnen oder überhaupt Osteuropäerinnen. Ich meine, hallo, die wissen, wie man sich kleidet. Dieser Touch von Billigglam, das war ja mal. Ja, stimmt. Bei denen würden so extravagante, gefärbte Pelze bestimmt super ankommen. Ankommen? Schätzchen, die wären sofort en vogue. In China auch. Da haben die in Sachen Luxus total Nachholbedarf. Ja. Sagt mal, findet ihr es nicht so ein bisschen spät für Business Talk? Ach, Marlene macht sich Sorgen, dass ich mich wieder zu sehr in die Arbeit hänge. Stimmt, aber vergiss nicht, dass du ganz knapp an dem Burnout vorbeigeschrammt bist. Boah, krass, Burnout? Oh nee, dann lass ich euch jetzt wirklich mal in Ruhe. Ja, das ist jetzt kein Rauschmiss, aber weißt du, bei mir klingeln echt die Alarmglocken, wenn es den ganzen Tag um Arbeit geht. Ach, wir tauschen uns doch nur aus. Was machst du da? Eine erste Idee für die Pelzkollektion. Wie findest du das, wenn wir mit einer kurzen Form und hohem Stehkragen anfangen? Boah, krass, das ist total genial, Rebecca. Oder. Ich konzentriere mich auf die klassische A-Linie. Und der Clou sind die Ärmel. Ich mach das doch nur für dich. Deswegen lässt du die ganze Welt darüber entscheiden? Gute Nacht. Bitte komm nach oben, Ansgar. Guten Morgen, Tanja. Morgen. Kann ich mit dir noch mal über die Pelzkollektion von Alexa sprechen? Alexa? Ja, wir duzen uns jetzt. Wir haben uns gestern Nacht total verquatscht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben. Ist dir klar, was du da gerade sagst? Nein, jetzt im Ernst. Weißt du, wir haben beide in New York gelebt und wir haben denselben Lieblingsitaliener, mögen das gleiche Eis. Was für ein Zufall. Ja, auf jeden Fall sind wir auf das Thema gekommen, dass die Designer dort viel mehr riskieren. Ich meine, LCL hat die solventen Kundinnen aus Osteuropa und China ja noch nicht erreicht. Deswegen betreiben wir auch so viel Aufwand mit Riga. Und? Der konventionelle Pelzmarkt ist gesättigt, aber wenn wir besondere Wege gehen, dann könnten wir unsere eigene Nische erobern. Und das ist dir ganz plötzlich heute Nacht eingefallen? Ja. Ich finde, wir sollten Alexas Idee mit der Pelzkollektion aufgreifen. Ich kann dir auch gleich ein paar Entwürfe zeigen.
Danke für deine SMS. Ich bin froh, dass wir noch mal reden. Es tut mir leid, Ansgar. Ich wollte nicht, dass du es so herausfindest. Wenn ich dich nicht gestern zufällig getroffen hätte, wie lange hättest du mir noch verheimlicht, dass du für diesen Escort-Service arbeitest? Ich wollte meine Hochzeit canceln. Ich hätte mich auf einen Sorgerechtsstreit um meinen Sohn eingelassen. Alles deinetwegen. Warum, Eva? Ich mache das nicht für mich. Das kannst du mir glauben. Für Geld? Wofür? Für meine Mutter. Weil ich nicht will, dass sie stirbt. Vor 12 Jahren hatten meine Eltern einen schweren Autounfall. Mein Vater war sofort tot. Meine Mutter ist seitdem ein Pflegefall. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, sie in ein Heim zu stecken. Sie war immer für mich da. Also kümmere ich mich jetzt um sie. Aber das Geld reicht nicht. Irgendwie sind wir immer über die Runden gekommen. Aber dann ist meine Mutter wieder krank geworden. Leukämie. Die Kassen haben zunächst alle Behandlungen übernommen, aber seit ein paar Monaten gilt meine Mutter als austherapiert. Und das heißt? Das heißt, warten, bis es vorbei ist. Die Ärzte haben meine Mutter aufgegeben. Aber ich kann das nicht. Das ist meine Mutter. Du brauchst das Geld, um alternative Behandlungsmethoden zu bezahlen. Seit ein paar Monaten ist sie in diesem privaten Pflegeheim untergebracht. Das Einzige, was diese Therapie anbietet. Schon erstaunlich. Dass du eine ganze Nacht Zeit, dir eine rührende Geschichte auszudenken. Und was Besseres fällt dir nicht ein? Du willst mir ernsthaft erzählen, dass du nur mit Prostitution Geld verdienen kannst? Was weißt du denn schon? Mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich habe meine Ausbildung abgebrochen, um für die Pflege das Geld zu verdienen. Ansgar, bitte. Glaubst du, ich würde als Büglerin arbeiten, wenn ich eine Ausbildung hätte? Oder ich wäre Callgirl, weil ich es so toll finde, mit fremden Männern ins Bett zu gehen? Da habe ich die ganze Zeit überlegt, was ich tun muss, um diese Frau zu erobern. Dabei wäre es so einfach gewesen. Ich hätte einfach nur fragen müssen, wie viel. Mensch, vielen Dank, dass du dir den Wagen nochmal ansiehst. Kein Problem. Bald ist dein Baby wieder flott und dann kannst du nach Paris durchstarten. Also falls du das noch willst. Klar, wieso sollte ich nicht wollen? Ganz ehrlich, Kim zieht das nicht durch. Sie hatte noch nie Durchhaltevermögen. Und gerade nach der gestrigen Nacht? Fragt sich nur, wie gut. Hey. Hi. So, und was wird das jetzt, hä? Neuer Blog, Prinzessin Goes Outdoor? Das ist immer noch nicht genug, hä? Nein. Und auch wenn das jetzt kitschig klingt, wir gehören einfach zusammen, das weiß ich. Und nicht nur, weil wir verheiratet sind. So, und wo sind jetzt die versteckten Kameras, hä? War ein nettes Statement für deine Internet-Community. Keine Kameras, kein Laptop, kein Smartphone, nur du und ich. Ich weiß, dieser ganze Öffentlichkeitsquatsch, das war eine bescheuerte Idee. Was interessieren uns die anderen? Aber ich bleib trotzdem hier. Wenn es sein muss, für Tage, Wochen oder Monate. Aber so lange bleibe ich nicht hier. Egal, wo du bist. Ob hier oder in Paris. Ich werde immer mein Zelt in deiner Nähe aufschlagen und abwarten, bis du mich zu dir lässt. Aha. Du klingst müde. Spät geworden gestern? Ach, du weißt doch, wie das ist. Der Gastgeber kommt immer als Letzter ins Bett. Ja. Fragt sich bloß mit wem. Alexa, sei nicht so niveaulos. Weshalb rufst du an? Ich hatte doch erzählt, dass ich mir Hilfe holen will. Und das hat wunderbar geklappt.
Rebecca bearbeitet gerade Tanja von Lahnstein, um meine Idee doch noch umzusetzen. Sehr schön. Tja, und sehr anstrengend. Ich habe eine halbe Nacht geopfert, in der ich wieder das überemotionale Dummchen spielen musste. Ich rufe dich später noch mal zurück, Daddy. Ciao. Guten Morgen, Frau von Lahnstein. Guten Morgen. Ich hatte gerade eine höchst interessante Unterhaltung mit Rebecca. Sie hat sich sehr für ihre Idee mit den veredelten Pelzen eingesetzt. Sie will mir sogar schon erste Skizzen zeigen. Echt? Ja, cool. Und konnte Rebecca Sie überzeugen? Ich meine, sie kann sich da argumentativ bestimmt ein bisschen besser ausdrücken als ich. Das konnte sie zweifellos. Also sich besser ausdrücken. Tja, ich sag mal, da haben sich zwei gefunden. Rebecca hat mir erzählt, sie wollte schon länger designmäßig in eine andere Richtung. Und Merken Sie sich eins. Ich habe schon Leute manipuliert, da haben Sie noch in die Windeln gemacht. Was haben Sie vor? Was spielen Sie hier für ein Spiel? Wie kannst du es wagen? Was denn? Habe ich deine Gefühle verletzt? Stopp! Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie viel muss ich zahlen, damit du es mit mir treibst? Genau wie mit diesem Arschloch Berg und all den anderen. Na komm, sag schon. Weißt du was? Ich verdoppel's. Wie wär's damit, hm? Hör auf! So lasse ich mich nicht behandeln von keinem. Ich kündige! So einfach ist das nicht, Fräulein Baumann. Sie haben einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Der sieht eine Kündigungsfrist von 4 Wochen vor. Das ist nicht dein Ernst. Du wirst doch unabhängig sein und Geld verdienen. Ich gebe dir die Gelegenheit dazu. Du wirst deinen Arbeitsvertrag bis zur letzten Sekunde erfüllen und verlass dich drauf. Das wird der längste Monat deines Lebens. To